Bereit für mehr Spektakel, für mehr Traumtore, so wie im letzten Spiel gegen Zagreb. Was haben wir da denn gemacht? Ey, Haraldsson, der träumt wahrscheinlich immer noch davon. Und wir sind da auf gutem Wege auch ins Achtelfinale. Wir haben jetzt gegen Inter dann das Finale. Da ist dann eine ganz, ganz spannende Konstellation. Zwei Mannschaften mit 9 Punkten. Man City, beziehungsweise wir mit 12 Punkten vorne. Dieses ganze Hin- und Her gerechnet. Ich muss meinen Taschenrechner vorbereiten, je nachdem. Heute gegen Schalke. Sehr, sehr schönes Spiel. Wann Schalke mal wieder in die Bundesliga aufsteigen wird. Boah. Das wird sich auch zeigen. Da ist ja momentan auch, da brennt es ja auch lichterloh. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass bei einem Abstieg in die 3. Liga es sogar sein kann, dass Schalke die Lizenz nicht bekommt, weil dann natürlich viele Sponsoren und so weiter abspringen würden. Also das wäre wahrscheinlich der Untergang dieses glorreichen Vereins. Müssen dann also quasi in die Regionalliga oder sogar noch tiefer nach unten. Also ich hoffe nicht, dass Schalke in die 3. Liga absteigt. Ich hoffe, dass sie ja zumindest mal die 2. Liga halten und dann irgendwie in den nächsten Jahren, genauso wie Hertha, Hamburg, ey, die müssen einfach wieder irgendwann in die Bundesliga nach oben. Die fehlen einfach. Naja, und ich hoffe heute, ja, abseits, schade, dass er gegen Schalke natürlich gewinnt. Die sind hier in-game, sind sie, glaube ich, letzter mit Hannover und noch Hertha. Also die sind hier in-game natürlich Aufsteiger. Deswegen habe ich die Aufstellung auch mal ein bisschen umgeändert. Ein paar neue Leute. Nagalo unter anderem. Vorne Bouchard wieder neben Larsen. Auf der Außen habe ich Shaibi reingetan, der vor Meier spielt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, alles andere als 3 Punkte wäre heute sehr, sehr enttäuschend. Genau wie gegen Freiburg und wie gegen Augsburg. Der Spielausgang ist ja bekannt. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, schaut da mal auf jeden Fall auch vorbei. Nach dem Spiel, da ist auch sehr, sehr viel Spektakel. Viele Tore, viele Szenen. Und die Schalker, ja, kommen. Meier ist da, aber man sieht schon, die Schalker, die haben sehr, sehr viele und sehr große Lücken. Vor allem im Mittelfeld und dann auch in der Defensive. Das müssen wir eigentlich ausnutzen. Und für Bouchard ist das natürlich ideal. Larsen, das meine ich. Das ist Harakiri, was sie da hinten spielen. Und Haraldsson mit dem ersten Tor. Nach einer Viertelstunde. Das war ganz, ja, Karo einfach gespielt. Ganz easy. Da stehen die Schalke halt natürlich ganz schön offen. Ne? Das ist sehr, sehr gefährlich, was sie da machen. Hier Bouchard, Larsen hätten wir eigentlich auch schon abschließen können, aber die skandinavische Hacke legt auf den anderen Skandinavier vor allem. Es ist ja nicht mal ein Skandinavier, ey. Island ist ja nicht in Skandinavien. Mein Gott. Ich als Geografie-Experte. Also ihr wisst schon, was ich meine. Schade. Wollte ich mal einen lustigen Spruch hier liefern. Schon wieder versaut. Naja. Und wenn ich dafür hier 3 Punkte hole, ist das auch okay. So, Miretti. Es geht direkt weiter nach vorne. Larsen im Doppelpass. Miretti. Ah, schade. Bouchard wäre durch gewesen. Time to shine. Das ist halt wirklich mal ein Spiel, Bouchard, da geht es auch hoffentlich dann in die richtige Richtung bei der Entwicklung. Also das wird sowieso gehen, ob er es bei uns macht oder woanders. Die Fans sind gut drauf. Das ist gut. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich hoffe, wir spielen auch hier mal zu 0 gegen Zagreb zu 0. Überraschung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gefühl ist, hier zu 0 zu spielen. In der Liga wäre das auch nicht so verkehrt, weil wir oben dran bleiben müssen und so weiter. Der Zweikampf mit den anderen Mannschaften und Kadiolu, oh Gott. Nimmt Resteda den Ball von der Hand. So kommen die anderen dann auch wieder zu Chancen. Das ist wieder ganz typisch. Aber Haraldsson, kein Abseits. Komm, der ist schneller als Baumgartel. Das kann doch nicht sein. Haraldsson, Doppelpack, Fragezeichen. Ja, noch nicht. Noch nicht mit Ausrufezeichen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und auch ein Tor nach einer Ecke. Ah, wir könnten, Bouchard, ja, der winkt schon. Der hat... Wollen wir es nochmal riskieren? Komm, ey, das wäre geil, wenn das jetzt auch noch funktioniert. Wobei, ich glaube es eher nicht. Aber wir probieren das mal. Bouchard, Griechen ausgewählt. Da, ja. Bleibt mal ruhig da stehen. So. Und jetzt einfach mal hier. Und jetzt aufgepasst. Das ist wieder eine Direktabnahme. Ja gut, diesmal nicht so gut wie Haraldsson. Aber in 3, 4 Jahren hat er den dann auch mal drauf. Aber das ist auch immer eine Waffe. Ihr seht, wenn ihr Spieler habt, die das drauf haben, volles Risiko zu nehmen. Sensationelles Tor. Also wie gesagt, nach dem Fallrückzieher-Tor von Gift Orban letzte Saison ist das somit das schönste Tor, was ich bislang hier in der Eintracht-Karriere gemacht habe. Oh Gott, wie groß war denn da die Lücke? Wo stehen denn die Verteidiger? Wo steht das Mittelfeld von Schalke? Tempelmann, Nagalo. Dem wünsche ich heute mal auch wieder ein besseres Spiel. Macht er auch bislang gut. Nachdem er ja zweimal gegen Augsburg leider ja nicht so gut aussah. Sieht sehr, sehr gut aus hier. Bouchard macht er auch alleine. Ja, hätte er nochmal spielen können.
Chance lebt noch. Oh, Larsen Glück gehabt. Haraldsson, Miretti. Und unten Kadiolu. Ja, lauf durch, dann kriegst du hin, genau. Und jetzt muss irgendeiner in die Mitte. Ja, Larsen im besten Fall, aber gut, machen wir alleine. Ja, gut gespielt. Und jetzt Ugarte, warum nicht? Aluminium. Aluminium rettet hier Schalke vor dem zweiten Gegentor. Karaman, Kadiolu, sehr, sehr schön. Und auch da wieder schnelles Umschalten nach Ballgewinn, direkt nach vorne, in die Spitze. Larsen, zack. Bouchard, schade, kriegt ihr noch nicht ganz verteidigt. Aber ihr seht Ugarte, der ist super. In den Zweikämpfen, nächste Grätsche, da kommt er jetzt leider zu spät. Es gibt auch die gelbe. Ah, nee, gibt nochmal eine Ermahnung. Aber so einen brauchst du, der auch einfach mal dazwischen grätscht, der auch viele wichtige Zweikämpfe gewinnt, wie zum Beispiel den gerade. So, und jetzt geht weiter. Larsen vorne, der hat so viel Platz. Genauso wie Shaibi da auf der anderen Seite. Es muss halt nur einer mal in der Mitte jetzt sich final absetzen. Das 1:0 ist einfach viel zu wenig. Das ist ein ganz gefährliches Ergebnis. Jetzt machen wir mal so, wie wir es eigentlich machen wollten. Larsen und Meier. Alex Meier. Nee, ist es nicht. Benjamin Meier. Aber an Meier in Frankfurt, das kann nur gut klappen. Das kann nur gut gehen. Klar, ein klassischer Abstauber, würde ich sagen. Aber da muss halt dann auch erstmal stehen. Larsen zu viel Platz. Und gut, den mache ich dann auch noch vielleicht. So, gerade so im Hinfallen. Meier dann mit dem 2:0. Ganz wichtig, vor der Pause vor allem noch ein zweites Ding nachzulegen, dass die Schalker hier ja auch den letzten Strohhalm der Hoffnung nicht mehr ziehen können. Aber wer weiß. Die letzten zweiten Halbzeiten der letzten Spiele waren immer sehr, sehr kurios. Da sind viele Tore gefallen, da ist immer sehr viel passiert. Aber ich vermute mal, so wie das jetzt hier heute läuft, und ich hoffe es, dass es in Halbzeit 2 auch so weitergeht. Bouchard, mal gucken, wie gut kann er zirkeln. Ja, warum nicht? Ein sehr, sehr vielversprechendes Talent. Ist als zweiter Stürmer auch sehr, sehr gut vorne einsetzbar. Natürlich eigentlich als hängende Spitze, aber was nicht ist, das kann er noch werden. Wieder Larsen. Bouchard, wo ist er denn? Oh, Ballkontrolle, hallo. Ja, macht er, sehr gut. Verwirrt seine Gegner und mich auch zugleich. Sehr, sehr viel Platz, sehr, sehr viel Platz. Sehr, sehr tief, wie die Schalker vor allem stehen. Oh, Kadiolu. Da ist ja so viel Platz. Kriegt er jetzt leider nicht, oder? Gegen Karaman. Ah, schade. Wäre nochmal eine Chance gewesen. Okay, 2:0. Souverän. Ich glaube, das ist das passende Wort für die erste Halbzeit bislang. Kurz auf die Statistik geguckt. 10:1 Schüsse. Also für Schalke wird es wahrscheinlich in-game sehr, sehr schwer, hier die Klasse zu halten. Mal gucken, wie stark dann Hannover und Hertha sein werden als Aufsteiger. Ja, aber auch die haben lustigerweise nur 6, 7 Punkte Rückstand, weil auch das Mittelfeld sehr, sehr eng beieinander. Wie gesagt, die halbe Liga will nach Europa, hat gute Möglichkeiten, das diese Saison zu schaffen. Mal gucken, wer es dann am Ende wird. So, Kadiolu. Nächste Flanke, guter Laufweg, schade. Und dann direkt wieder zurück. Das Mittelfeld, sobald das hier überspielt wird. Die Schalker machen das zum Glück nicht so schnell wie die anderen. Grimaldo. Und Meier ist da, ja. Erster Zweikampf, so halbwegs gewonnen. Und Matriciani, ey. Die schönste Frisur heute von den Schalke-Spielern. Das ist abseits zum Glück. Nächstes Spiel ist in Hannover. Also direkt der zweite Aufsteiger hinten dran. Direkt also da auch die nächste Chance, die nächsten 3 Punkte dann zu holen. Patschon dann auch immer wieder, wie gesagt, über die Außen durch dieses 4-4-2. Wahnsinn, wie viel Platz wir haben hier. Teilweise mehr, teilweise weniger. Kommt auf den Gegner an. Larsen vorbei. Ugarte, perfekt. Und jetzt Bouchard, hol dir dein Tor. Nee. Auch da muss er noch warten. Schade. Aber da, wenn es dann halt mal schnell geht, Ballgewinn vorne, zack. Oh, da war der Schatten am Pfosten. Knappe Kiste, schade. Und wieder nächster Ballgewinn, nächster Angriff und wieder ist es Bouchard. Einfacher Doppelpass. Ja, braucht ein bisschen lange. Haraldsson wieder mit viel Platz. Also es ist ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Auch mal nicht schlecht. Achtung, Shaibi. Ja, die wollen alle. Die wollen alle sich in die Reihe einordnen. Entweder Gift Orban oder Haraldsson
im letzten Spiel. Die wollen alle mal ein Traumtor erzielen. Und Shaibi gegen Matrejani ist ja schon fast unfair hier. Der Zweikampf, Bouchard, direkt gespielt. Ugarte, Larsen läuft durch. Ach, schade. Es klappt halt doch nicht alles. Schalke dann gegen Dortmund, okay. Derby. Da können sie dann auch sehr gerne wieder gewinnen. Ist auch gut dann für uns. Nagalo. Vorbei am Ball. Achtung, Grimaldo. Starten wir dazwischen und Nagalo holt den Ball. Also auch hier nach 65 Minuten eine sehr, sehr einseitige Partie. Das dritte Tor liegt eigentlich in der Luft. Ich warte nur noch drauf. Guck mal, die gehen einfach zu schnell drauf. Die pressen zu früh und dann ist der Raum da. Haraldsson aus Spitzenwinkel. Ja, schade. Auch nicht besonders schwer zu halten jetzt. Und wieder nächster Angriff. Also es werden hier, glaube ich, locker mindestens 16, 17 Schüsse. Wenn nicht sogar mehr gefühlt. Aber halt nur 2-0, ne, in Anführungszeichen. Da dürfte gerne nochmal ein Tor mehr obendrauf. Meier, Bouchard, Shaibi. Oh, schade. Direkte Weiterleitung war okay. Jetzt aufgepasst. Jetzt kommt Brian Lassme. Lassen wir da nur die Ruhe. So, Markovic, aufgepasst. Pacho ist da, Nagalo auch. Ja, perfekt dazwischen. Gut verteidigt bekommen und wieder. Selbe Situation wieder. Bouchard. Mit der Hacke auf Miretti, da ist natürlich jetzt Platz und Lars, um Gottes Willen, da ist die Lücke so groß. Larsen gegen Matrejani, gegen alle. Und dann kommt er doch noch irgendwie dazwischen. Also wir sind quasi kurz davor. Wir stehen schon im Tor auf der Linie. Wir müssen den dann irgendwann auch nur noch mal über die Linie drücken. Ja, das wird Freischuss geben. Vielleicht auch nochmal Wechsel, so Viertelstunde vor Schluss. Wie sieht's aus? Ja, 13 Schüsse, okay. So ganz 17 werden es dann wahrscheinlich doch nicht. Aber gut, schauen wir mal. Buta kommt dahin. Dann machen wir mal Knauf für Shaibi. Bisschen mehr Geschwindigkeit. Vorne können wir Götze nochmal reintun. In der Mitte Van de Beek. Haraldsson spielt dann auch mal durch. Das ist auch okay. Das macht er dann schon. Wir brauchen dann gegen Hannover auch wieder frische Kräfte. Auch die Spiele, gerade die Spiele müssen wir gewinnen gegen die vermeintlich schwächeren Gegner. Das brauchen wir einfach. So, Ansgar, auf geht's. Und Götze vorne. Die dürfen gerne auch nochmal wirbeln. Aber Schalke, die kommen auch nochmal. Grimaldo. Achtung, Markovic. Ja, Chance. Die beste von Schalke gegen die Latte. So, und das würde jetzt nochmal ein Warnschuss sein. Und vielleicht machen wir im Gegenzug jetzt alles klar. Hier Larsen gegen Müller. Auch aus Spitzenwinkel. Und bei uns geht er halt rein. Vom Aluminium. Bei Schalke springen sie raus. Deswegen stehen sie unten. Und bei uns springen die Dinger halt rein. Bei unserer guten Phase, bei unserem guten Lauf. Und das ist die Entscheidung. 3-0. Endlich mal wieder ein sehr souverän eingefahrener Sieg. Werden wir nicht viele haben in der Saison, ist auch okay. Aber ab und zu darf das dann halt auch mal sein. Die Schalke versuchen trotzdem nochmal Mokin auf der Außen. Aber nee, das war dann, glaube ich, ja, endgültig die Entscheidung. Ich glaube, wenn die da rangekommen wären, wenn das Ding nicht gegen die Latte gegangen wäre, sondern rein, dann wäre es wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen hitziger geworden. Aber auch so hätten wir wahrscheinlich noch dann so 1, 2 Angriffe bekommen. Und dann hätten wir halt dann das 3-1 gemacht oder so. Oder auch das 4-1. Miretti Nagalo, vielleicht krönt er sich nochmal. Oh, Doppel-Alu. Ja, erst Latte und dann gegen den Pfosten nochmal. Schade, hatte ich auch selten. Und Miretti, oh, der hat da so viel Platz. Powerschuss. Ja, es kann halt nicht alles klappen. Erst Latte, dann Pfosten oder Kreuzeck. Also auch wieder sehr, sehr viel Spektakel, sehr viele Chancen, sehr viele Tore auch wieder. Ja, also was das betrifft, glaube ich, haben wir dann am Ende ein Torverhältnis von 70:60 oder noch heftiger. Haraldsson auch nochmal mit einem Powerschuss. Wir haben halt so viel Zeit, deswegen wir werden nicht angegriffen. Deswegen versuche ich das jetzt gerade. Haraldsson, oh, schießt auch direkt. Naja, also machen wir einen Strich drunter. Verdienter Heimsieg. Ich glaube und hoffe zu 0. Jetzt nochmal eine Minute kurz warten. Nicht, dass die Schalker doch noch hier unsere zu 0-Serie zerstören. Vielleicht nochmal eine Chance. Larsen. Und einen Ansgar Knauf sehe ich natürlich. Der kriegt auch nochmal die Chance. Nee, oder auch nicht. Alles klar. Also, wollen wir es dabei gut sein lassen. 3-0 Heimsieg verdient. Ich glaube, unterm Strich hätten es auch noch 1, 2 Tore mehr sein können. Aber wir bleiben weiter oben. Und Schalke bleibt weiterhin unten. Am Ende waren es dann doch 17 Schüsse. Und ein 3-0. Ich glaube, damit
lässt sich dann gut in die nächste internationale Woche gehen. Hannover, Inter und Wolfsburg sind ja die nächsten 3 Spiele. Kalajdzic hat eine optimale Fitness, sehr gut. Die Trainingspläne, ich habe da seit Wochen nichts dran verändert. Ich weiß nicht, was die mit den Fitnessplänen haben. So, Hannover Vorletzter. Auch eigentlich ein Sieg, die haben auch nur einen Sieg. Das müssen die nächsten 3 Punkte sein, weil wir dann noch oben dran bleiben. Wir sind 5. Oh, wir haben einen großen Sprung gemacht. Klar, die Abstände der Mannschaften lässt das auch zu, dass man mal von Platz 9 auf Platz 5 zum Beispiel springt. Ja, 5 Punkte Rückstand auf Wolfsburg, die wir dann als nächstes bespielen, zu Hause. Also wichtige Spiele, gegen Inter vor allem, aber jetzt kommt erstmal Hannover. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne die nächsten oder die letzten Videos, die in der Endcard gleich verlinkt sind und dann lasst einen Daumen nach oben da gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.